Hallo, liebe dentale Community, liebe Dental TV Subscriber. Heute mein großes Vergnügen, einen langjährigen Freund, Hubert Stive aus dem hohen Norden von Deutschland als Gast zu haben. Und mit ihm werden wir ein paar spannende Themen, auch aus der Zahnmedizin, aber auch aus Randbereichen der Zahnmedizin über die nächsten paar Episoden. Also ich möchte den Hubert schon ein bisschen fordern, dass er etwas aus dem Nähkästchen plaudert, aus seiner langjährigen Erfahrung plaudert. Uns verbindet ja unsere gemeinsame CEREC-Zeit, das ist auch schon 30 Jahre oder mehr her. Also Hubert, stell dich doch vielleicht mal kurz vor, wer du bist, was du machst, und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt, mit was für Themen, dass wir heute anfangen. Und wir haben noch ganz viele Themen, die wir zusammen für die dentale Community besprechen können. Also Hubert. Ja, herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Das ehrt mich sehr, freut mich. Nun muss ich erstmal ein bisschen zusammensuchen, was ich dir erzählen möchte. Ich habe 40 Jahre private Praxis hinter mir mit allen Ups and Downs und habe da natürlich eine Menge gelernt. War auch 27 Jahre Gutachter, habe sozusagen mal auf die Zahnmedizin kennengelernt, die woanders geübt wird. Und meine Praxis war halt so, dass ich dachte, irgendwann machst du mal für 10 Jahre in Rendsburg im hohen Norden auf. Und dann sind da wieder 40 Jahre draus geworden. Und ich habe dann zum Glück meine Praxis gut weitergeben können. Die ist dann nicht eine einfache Praxis gewesen, sondern das Laserzentrum Zahnheilkunde, weil Laser eine Geschichte ist, auf die ich mich unter anderem sehr konzentriert habe. Ja, und jetzt ist es halt so, dass nachdem ich die Praxis abgegeben habe, mich doch Kollegen gefragt haben, sag mal, wie hast du denn das gemacht? Und ich meinte, ja, was meinst du denn? Naja, du bist doch da ziemlich erfolgreich gewesen, trotz Kassenzahnarzt. Und dann haben wir uns auch geeinigt, dass ich sie coachen sollte. Und da bin ich da hingefahren und bereitet doch mal ein paar Zahlen vor und ein paar Fragen. Und das klappte dann überhaupt nicht. Ich habe nichts vorbereitet und hatten auch keine Zeit. Sagt, trink noch mal eine Tasse Kaffee und noch eine Tasse. Und dann bin ich wieder nach Hause gefahren und habe gesagt, also so funktioniert das nicht. Und dann habe ich mich erstmal, ein Dreiviertel hingesetzt, habe mal aufgeschrieben, was aus meiner Erfahrung alles dazugehört, eine wirtschaftlich und klinisch erfolgreiche Praxis zu führen. So. Und dann kam sozusagen Corona angeschneit und dann wurde die ganze Geschichte eben auf online umgebaut. Und ich habe vorher schon Vorträge und Kurse über Schlafmedizin gehalten. Und da will ich vielleicht mal sagen, das gleich mal so als Einstieg, wie komme ich als Zahnarzt dazu, mich mit Schlafmedizin zu befassen? Also, mein lieber Vater, der ist leider mit 58 Jahren als Chirurg und Chefarzt voll beschäftigt und ständig überlastet. Mit 58 morgens lag er tot im Bett und man hat vermutet, es wäre ein Schlaganfall gewesen oder beziehungsweise ein Herzinfarkt, besser noch. Und damit sind wir dann auch lange zufrieden gewesen und haben gesagt, okay, dann ist das so, bis ich mit einem Kollegen, den du auch kennst, David Lawler, gesprochen habe und der sagte mir, ich habe übrigens meine Praxis verkauft. Ich sag, was? Er ist genauso alt wie ich. Ich sag, ja, was machst du denn jetzt? Ja, ich mache Schlafmedizin. Ich sag, dann mach ich jetzt nur noch Schnarcherschienen. Ich sag, nein, ich mache viel mehr, aber das, was ich mache, darf ich dir gar nicht erzählen, weil ich habe dafür unterschrieben, dass ich von diesem Wissen nichts rauslasse. Na, dann habe ich gesagt, gut, David, wir sind ja befreundet. Wenn du mir nicht sagen kannst oder darfst, was du machst, dann kannst du, wenn ich dich frage, dann kannst du sagen, ja, das ist richtig oder das ist nicht richtig. Und so bin ich dann durch mühsames Recherchieren drauf gekommen, unter anderem durch ein Foto in einer Selbsthilfegruppe von Patienten in New York. Da wurde nämlich eine spezielle Schiene gezeigt, um die es im Prinzip geht. So, und dann habe ich gesagt, okay, das weiß ich Bescheid. Und dann habe ich mich sozusagen einmal klinisch und auch wissentlich weitergebildet und habe gesagt, okay. Und dann ging es darum, Schlafapnoe ist ja ein Riesenthema, aber es gibt noch was ganz anderes, was im Prinzip in Deutschland eigentlich fast nicht bekannt ist. Was auch an der Klinik in Stanford entdeckt wurde, wo auch sozusagen die obstruktive Schlafapnoe das erste Mal entdeckt war. Die gibt es nämlich erst seit 1976. So, und mein Vater ist in 1980 gestorben und da hatte das noch nicht Deutschland erreicht. Da wusste man noch nicht, dass es diese Schlafapnoe gibt und dass die unter Umständen tödlich sein kann. Und wie gesagt, 17 Jahre später gab es dann noch mal die Erkenntnis, dass etwas, was den Schlaf beeinflusst, aber sozusagen ganz anders zu diagnostizieren ist, die sogenannte Verengung der oberen Atemwege ist.
Um jetzt mal ganz kurz zu erklären, also die obstruktive Schlafapnoe ist dadurch gekennzeichnet, dass in der Tiefschlafphase die Zunge, ich sage immer dem Patienten, mach mal eine Faust, so groß wie deine Faust ist deine Zunge, weil es nicht nur das, sondern dieser ganze Muskel, der fällt dann nach hinten und verschließt die Atemwege. Und dann ist sozusagen Gasaustausch nicht mehr möglich, Sauerstoffsättigung sinkt im Blut und CO2-Spiegel steigt an und dann kommt es irgendwann zu diesem Arousal. Dieses Arousal ist sozusagen ausgelöst durch eine Adrenalinausschüttung. Und dann wird der Patient kurz wach, kriegt er meist im Schlaf selber gar nicht mit. Und sozusagen die Anzahl dieser Arousals pro Stunde Schlaf drückt sozusagen die Schwere der obstruktiven Schlafapnoe aus. Also wenn du jetzt eine AHI hast, Apnoe-Hypopnoe-Index von, sagen wir, 21, dann hast du pro Stunde Schlaf 21 Aufweckreaktionen. Was dann sozusagen deinen Tiefschlaf zerhackt und dann bestimmte Dinge nicht mehr möglich sind. Da komme ich gleich noch drauf. Die sogenannte lymphatische Lavage. So, aber jetzt diese obstruktive Schlafapnoe, die kann man dadurch im Schlaflabor feststellen, dass derjenige eine Sauerstoffentsättigung hat und Arousals. Die kann man relativ gut feststellen. Dann sagt man, okay, da hat eine leichte, mittlere oder schwere Schlafapnoe. Die andere Geschichte, die im Prinzip hier immer noch nicht richtig angekommen ist, ist, dass häufig Frauen aller Altersklassen und häufig auch normgewichtige Frauen, bei Männern ist es häufig so, dass die eher ein bisschen übergewichtig sind. Also über 50, Kragenweite über 41 Zentimeter, da kannst du sagen, wahrscheinlich Schlafapnoe, wahrscheinlich hohe Blutdruck. So. Aber bei der UAS, der Verengung der oberen Atemwege, ist es ein bisschen anders. Das trifft hauptsächlich Frauen, auch normgewichtige Frauen und Frauen aller Altersklassen. Und da passiert Folgendes, da wird sozusagen im Schlaf die oberen Atemwege immer enger und der sogenannte Atemwiderstand steigt bis zu 300%. Und die wachen dann nicht auf wegen Sauerstoffmangel bzw. CO2-Ansammlung, sondern weil sie so kräftig atmen müssen. Und dann wachen die häufig auf und sind ängstlich, ein bisschen, ja, wissen gar nicht, was los ist, meist durchgeschwitzt und haben hohen Puls, Herzklopfen. So, und dann holen sie wieder Luft, dann schlafen sie wieder ein. Und der Effekt ist genau der gleiche. Die haben auch einen fraktionierten Schlaf. Aber wenn du die ins Schlaflabor schickst, dann sagen die, nee, sie sind ja gesund, sie haben ja keine Sauerstoffentsättigung und keine Apnoe. Dabei leiden die auch drunter und die haben eine ganze Reihe von Symptomatiken, wo man sagen kann, naja, und wird auch häufig so interpretiert, das ist hormonell oder ruhen sich mal aus oder versuchen sie mal ein bisschen stresslos zu werden, hat aber damit gar nichts zu tun. Jetzt kommen wir so ein bisschen auf unsere zahnärztliche Geschichte. Ja, aber das wollte ich, das nur um dich ganz kurz zu unterbrechen, das ist ja mega spannend, was du da alles erzählst. Wir müssen dann sicher noch gewisse Dinge näher in Detail. Ich habe dir schon ein paar Mal zugehört und gewisse Begriffe verstehe ich jetzt. Ja. Viele Kolleginnen und Kollegen werden jetzt, wenn sie das gehört haben, deine Einleitung gehört haben, so nach dem Motto, wie bitte, was hat er da erzählt, was hat er da gesagt? Also grundsätzlich als Einleitung zum Thema spannend, natürlich auch, wie du dazu gekommen bist, auch ein bisschen familiär belastet oder familiär bedingt. Ja. Aber jetzt mal konkret, wie als Zahnarzt habe ich ja meine Patientinnen und Patienten, wir haben grundsätzlich auch viel mehr ältere Patientinnen und Patienten in unseren Praxen. Also das Thema, das du ansprichst mit Schlafapnoe, mit Schlafstörungen etc., wird sicher zunehmen in unseren Praxen. Gibt es da mal als Einleitung, bevor wir da wieder zurück zu den einzelnen Punkten gehen, als Einleitung, du hast mal erklärt, Männer, eher die übergewichtigen Männer, bei den Frauen ist das nicht so ganz klar. Was sind Symptome, Signale, die du jetzt mir als Zahnarzt empfiehlst? Worauf soll ich achten, wenn ein Patient jetzt, sei es zu der DH für die Routinekontrolle, für die Zahnreinigung kommt oder zu mir kommt? Es gibt ja immer heute wichtig, das einleitende Gespräch, dass man nochmal die medizinische Anamnese bespricht. Also, was man heute viel häufiger macht. Nicht alle 10 Jahre fragen, so nach dem Motto, was für Medikamente nehmen Sie, wie geht es Ihnen gesundheitlich, sondern das sollte etwas häufiger stattfinden. Was sind die wichtigen Fragen oder die wichtigen Symptome, auf die ich als Zahnärztin oder Zahnarzt achten muss?
Ja, also das ist relativ einfach. Also du solltest in deinem Anamnesebogen, den ich übrigens Patientenfragebogen nenne, weil er bestimmte andere Sachen ja auch noch ausfragt, wie schlafen Sie? Da kommen mir große Augen, was interessiert denn den Zahnarzt das? Ich sage, naja, weil ich da vielleicht auch was beisteuern kann für Ihre Gesundheit. Also die Frage ist, wie schlafen Sie? Wie oft wachen Sie auf? Fühlen Sie sich morgens ausgeschlafen oder eher nicht? Da wirst du dich schon mal wundern, wie viele Leute einen schlechten Schlaf oder eine schlechte Schlafqualität haben. So, und jetzt ist ja das Gute, dass wir Zahnärzte jedem Patienten in den Mund gucken. Das tun die Allgemeinärzte nicht, die Kardiologen nicht und die Pulmologen auch nicht und eventuell die HNOs, wenn sie vermuten, es gibt irgendeine Entzündung. Als Zahnarzt kannst du bestimmte Dinge sehen. Du kannst als erstes mal sehen, die Größe der Zunge. So, was hat die Größe der Zunge damit zu tun? Also kannst du unter Umständen Impressionen in der Zunge sehen. Dann kannst du vermuten, dass die Zunge vielleicht ein bisschen wenig Platz hat. Das ist immer die Frage, auch an dich, wo ist denn die ideale Lage der Zunge? Herr Kollege, wo ist die ideale Lage der Zunge? Vorne, hinten, oben, unten? Die Zunge liegt eigentlich im Unterkiefer, in der Ruhelage. Nochmal einen zweiten Versuch. Also, nein, also, aber ich versuche das jetzt gleich mal nachzuspielen. Wenn ich mir selber mal vielleicht die Augen zumache und mir den Mund zumache, dann ist so, die Zunge berührt oben den Gaumen im Frontbereich. 100%, 100 Punkte. Die entsprechende funktionelle Lage der Zunge ist vorne oben. Sozusagen das Vorderrüssel der Zunge soll hinter den Frontzähnen liegen. So. Warum das so ist und warum man darauf achtet, erzähle ich dir gleich. Nun ist es aber so, dass viele Leute gar nicht wissen, wohin mit ihrer Zunge. Da hat es verschiedene Gründe. Ich sage mal, diese berühmte Vierer-Extraktion, damit die Kieferorthopäden das schönen Zahnkranz haben, beeinträchtigt ja den Raum für die Zunge. Es geht ja eigentlich schon viel früher los, wenn du ein Kind hast, das ein Tongue-Tie hat, also festgebackenes Zungenband, dann kann das sozusagen nicht die entsprechende Zungentätigkeit ausüben, zum Beispiel, wenn es gestillt wird. Dadurch formt sich ja der Gaumen entsprechend aus. Es wird flacher und breiter. So, und dann guckst du als erstes mal nach der Zunge. Wenn es da Impressionen gibt, dann habe ich früher mal gedacht, das ist ein CMD-Fall. Der legt so seine Zunge zwischen die Zähne, um so ein bisschen Polster zu haben für irgendwelche okklusalen Fehlkontakte. Heute weiß ich dann auch noch, nur um einen kleinen Einwurf zu machen, ja, das werden wir dann sicher auch noch in einer der nächsten Folgen dann reden über CMD. Weil ich weiß, das ist auch eines deiner Steckenpferde. Aber gehen wir wieder zurück zur Zunge. Und dann gucke ich zum Beispiel nach überempfindlichen Zahnhälsen und keilförmigen Defekten. Es gibt ja immer noch Kollegen, die sagen, die keilförmigen Defekte kommen vom unsachgemäßen Zähneputzen. Das kann man aber in den Bereich der Mythen schicken. Es gibt etwas, das nennt sich massiger Zungenreflex. Du hast vermutlich als Kind ja auch schon mal heftig auf die Zunge gebissen und weißt, dass es weh tut. So. Und jetzt ist immer die Frage, wenn Leute nachts mit den Zähnen pressen, also bruxen, warum machen die das? Könnte ich dich jetzt auch mal fragen, kannst du ja auch mal versuchen. Also ich kann dir ganz klar sagen, ich bin ein Presser. Ja. Presse. Ich knirsche nicht, ich presse nach meinen Zähnen. Ja. Aber ziemlich heftig. Ja, wobei sozusagen jetzt für diesen Aspekt, ob du presst oder knirschst, ist relativ unerheblich. Ja, nein, also es geht ja darum, dass ich quasi eine erhöhte Muskelaktivität produziere. Genau. So, und jetzt ist mit diesem sozusagen Zungenmuskelreflex, wenn du fest zubeißt, dann aktivierst du die Zunge. Und jetzt gibt es ja so ein Korrelat, dass Leute in der Tiefschlafphase häufig pressen. Und das sind häufig die Leute, die auch eine obstruktive Schlafapnoe haben. Jetzt musst du mal einmal zurückdenken. In dem Augenblick, wo du fest zubeißt, aktivierst du deine Zunge und damit macht die Zunge die Atemwege frei. Ha. So, und das ist tatsächlich nachgewiesen, dass die Leute eben häufig pressen, damit sie die Atemwege frei haben. Das wissen natürlich einmal die Top 10% unserer Kollegen wissen das und die anderen denken, das ist irgendeine Geschichte, wo Stress abgearbeitet wird und so weiter. Mag auch sein, aber es gibt da definitiv einen nachgewiesenen Zusammenhang. Und deswegen gucke ich dann also im Mund bei den Patienten nach keilförmigen Defekten.
Weil wenn die nicht eine ganz saubere Frontzahn-Eckzahnführung haben, haben sie sich irgendeinen, weiß ich, Vierer, Fünfer, Sechser ausgesucht, auf den sie dann rumklatschen und der dann auch empfindlich ist und dann wird eben wirklich da mit MX-Fluid und so versucht, das zu beheben, aber solange du halt nicht ursächlich daran vorgehst, wird das nicht funktionieren. Also, und dann ist es so, dann habe ich noch so ein paar Sachen, die ich Patienten zeigen kann. Also erstmal fragen die ja, wieso fragen sie mich das? Und naja, weil wir sagen, das ist eine Geschichte, die ihre Gesundheit unter Umständen sehr stark beeinflusst oder ihre Lebensqualität beeinflusst, wenn sie nicht ausreichend schlafen. Und dann hast du ja auch schon richtig gesagt, Patienten sollen abgeholt werden. Und ich bin immer ein Fan von der sogenannten Co-Diagnose. Das habe ich vor 20 Jahren mal eingeführt und gelernt. Es ist viel besser, du zeigst dem Patienten was mit großem Bildschirm und dann fragt er, was ist denn das? Und dann sagst du, ja, das ist unterm Kronrand, das ist eine Karies. Und dann lässt du erstmal, dass du im Raum steht. Also sagt der Patient, ja, was machen wir denn da? Und dann sagst du, ja, sollen wir denn da was machen? Natürlich klar. Und ich dachte, natürlich müssen die Leute mal ernst sein, das möchte ich ja nur von Ihnen hören. Ich möchte ja von Ihnen den Auftrag haben, wenn ich da was sehe, das so. Und so ähnlich ist es dann eben auch bei der Schlafmedizin. Und dann zeige ich denen zum Beispiel, wie die Zunge auf die Atmung Einfluss hat. Also wir haben ja das Glück, wir haben die Patienten dann häufig schon so vor uns liegen, dann sage ich so, schließen Sie mal den Mund und jetzt atmen Sie mal ganz entspannt durch die Nase und merken sich mal den Atemwiderstand und jetzt machst du mal den Mund ein bisschen auf, decken die Zunge ein bisschen raus und atmen mal wieder durch die Nase. Merken Sie da einen Unterschied? Die meisten, das siehst du auch meistens dann schon am Abdomen, die atmen tiefer. Und er merkt, ja, es geht leichter. Ich sage, sehen Sie, stellen Sie sich mal vor, im Schlaf ist es noch viel extremer, weil die Zunge ja dann ihre Atemwege schon verengt hat. So, dann hast du dem Patienten gezeigt, da ist nicht irgendwas, was irgendwo mal passiert, sondern etwas, was bei ihm passiert. Da kannst du ihm das sogar nachweisen. Da gibt es noch so ein paar andere klinische Sachen, die man machen kann, wo der Patient sagt, oh ja, oh, okay. Also, und dann habe ich die Patienten, und dann frage ich sie, je nachdem, habe ich nochmal einen speziellen Fragebogen, was das obstruktive Schlafapnoe angeht. Und dann kommen wir relativ schnell auf den Punkt. Und dann sage ich ihnen, okay, das hat Ihnen möglicherweise noch nie jemand gesagt, beziehungsweise sind Sie noch nie vom Hausarzt gefragt worden. Fragt halt immer, natürlich, sind Sie mal wegen Schnarchen gefragt worden oder waren Sie schon am Schlaflabor? Also in den meisten Fällen nicht. Und jetzt kommt die Geschichte, was jetzt sozusagen anders ist an dem, wie ich das angehe. Die meisten Patienten kommen ins Schlaflabor, wenn sie irgendwo schon eine Sekundärkrankheit haben. Ja, hohen Blutdruck, der schlecht einzustellen ist, irgendwelche kardialen Geschichten, Schäden und so weiter. Und dann kommt irgendjemand auf die Idee, sagt, den sollten wir eigentlich mal ins Schlaflabor schicken. Und dann stellen die fest, der hat eine heftige obstruktive Schlafapnoe. Ja, hätten wir das früher gewusst. So. Und das ist sozusagen, jetzt kommen wir mal auf die Zahnmedizin, unser Beitrag, wieder ein bisschen mehr an die Medizin zu rücken. Ja, ich weiß so aus den Kursen, ich mache ja seit 10 Jahren diese Kurse, dass viele unserer Kollegen Angst vor der Medizin haben. Die sind Zahnmediziner. Aber wir behandeln ja einen ganzen Patienten. Und wenn wir schon die Möglichkeit haben, durch einen Blick in den Mund zu sagen, pass mal auf, wie schläfst du eigentlich und das und das und das und zeigen ihnen dann das, oh ja, mit ja, tatsächlich und so weiter, dann können wir sie ja auch entsprechend leiten. Und die nächste Geschichte, die ich dann sozusagen entwickelt habe, ist, dass wir sozusagen diesen Kreis durchbrechen. Patient kommt erst ins Schlaflabor, wenn irgendwelche Sekundärschäden schon eingetreten sind. Und dann kommen wir drauf, Mensch, ja, könnten wir auch mal ein Schlaflabor anlegen. Wir machen sozusagen durch heimisches Schlafprotokoll in den Fällen, wo wir sagen, da ist ein Verdacht, können wir sozusagen schon die Indizes sozusagen abnehmen. Also AHI und so weiter. Will ich jetzt nicht im Einzelnen kennen. Ganz eine kurze Zwischenfrage. Schlafprotokoll, gibt es, also es gibt ja diese, wenn du ins Schlaflabor gehst, dann kriegst du ja, da weiß ich, hunderte Sensoren draufgepackt. Genau. So eine Idee, funktioniert das auch mit den neuesten Smartwatches oder was sind einfache Tools, die man vielleicht oder die du den Leuten empfiehlst, um ihren Schlaf mal zu überprüfen oder überwachen? Ja, also es ist so, es gibt natürlich auch diese Tools. Ich habe übrigens hier auch so einen Ring an. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist ein Ring. Ja. Also, als erstes, die meisten, die schnarchen, behaupten, sie schnarchen nicht, weil sie es ja selber nicht mitkriegen.
Also gut, ich krieg's mit, weil meine Frau sagt mir, hey, hör auf zu schnarchen und dann drehe ich mich auf die andere Seite und dann ist es weg. Ja, Bei mir kommt es darauf an, wie ich im Bett liege. ja. Je nach Position schnarche ich manchmal oder wie viel das man getrunken hat am Abend. Ja. Es ist auch mal ein interessantes Thema, wie weit der Alkohol da einen Einfluss hat. Ja, also was ich dann so mache oder gemacht habe, ich habe den Patienten gesagt, das ist was, laden Sie sich doch mal so eine App runter aufs Handy, und dann legen Sie es mal ins Bett und dann hören Sie mal, ob Sie schnarchen. So, wenn du dir das dann mal anhörst, kannst du auch schon an der Qualität des Schnarchens so ein bisschen sagen, okay, das ist so ein leises, säuselndes Schnarchen, das kommt dann eher so aus dem nasalen Bereich oder diese sogenannte tiefe Zungengrundschnarchen. So. Und dann hast du den Patienten erstmal, dass er merkt, ah ja, da ist was wir tatsächlich anschauen sollen. Und dann deine Frage, da gibt es ein Gerät, das nennt sich Watchpad, so ein kleines Teil hier, so wie Zigarettenschachtel. Und dann kriegst du einen Finger in die Quote und du kriegst noch so ein Mikrofon hier aufgeklebt. Und dann kannst du dich ins Bett legen. So. Und das macht sozusagen alle wichtigen Indizes. Also was ist mit der Puls, was ist mit der Sauerstoffsättigung, was ist mit den verschiedenen Schlafphasen. Und dann kannst du eine qualifizierte Aussage machen über die Qualität des Schlafes. Und dann kannst du natürlich dem Schlafmediziner auch sagen, bitte schauen Sie sich das doch mal an, ich habe hier das und das und das und das gefunden. Jetzt immer die Leute nur auf Verdacht ins Schlaflabor zu schicken, dann sagen die, gähn, wir haben so viel zu tun, wie sollen wir das auch noch machen? Und dann kannst du natürlich auch damit auch schon mal sozusagen die Zusammenarbeit anbahnen, weil viele unserer Kollegen haben immer Angst, dass man ihnen was wegnimmt. Und so ist es auch mit den Schlafmedizinern. Die denken, was will sich der Zahnarzt jetzt da reinmischen? Der soll mal bei seinen Zähnen bleiben. Aber wir schicken ihm ja sozusagen vorselektierte Patienten, wo wir sagen, du hast entsprechend nach S3-Leitlinie Werte, die unbedingt vom Schlafmediziner begutachtet werden müssen. Also das gibt es tatsächlich. Und dann dieser Oura-Ring, der sagt mir dann auch immer, dass ich zu wenig und schlecht geschlafen habe. Und dann ist natürlich auch noch die Frage mit dem Alkohol, das können wir auch gleich nochmal beantworten. Alkohol lässt sich schneller einschlafen. So, also das Glas Rotwein am Abend ist nicht schlecht, aber es verändert deutlich deine Schlafarchitektur und die Qualität des Tiefschlafs. Also die Frage, hast du gut geschlafen? Da sagen die Leute, ja, gefühlt ich habe gut geschlafen, aber was jetzt in der Qualität da passiert ist, wie viel Tiefschlaf und wie viel REM-Schlaf du hattest, das ist damit natürlich nicht ausgedrückt. Aber gut, aber grundsätzlich, wenn ich am Morgen aufwache, es gibt ja viele Leute, die sagen, ich fühle mich wie geredet. Also ich höre das viel, auch meine Frau hat ab und zu Probleme einzuschlafen oder wenn sie dann aufwacht, dann dauert es wieder fast eine Stunde, bis sie wieder einschlafen kann. Ich glaube, dass das so ein bisschen ein multifaktorielles Problem ist. Ich kann nicht einschlafen, wenn mich etwas extrem beschäftigt. Ja, klar. Wenn ich jetzt quasi mit einem Problem, also ich sage, okay, morgen habe ich irgendwie einen wichtigen Termin oder du musst eine Mitarbeiterin entlassen oder irgendetwas steht an, was wichtig ist, dann spüre ich, dass ich dann nicht einschlafen kann. Also weil das Gehirn einfach weiterarbeitet. Also das sind schon Dinge. Am besten funktioniert bei mir, wenn ich nicht einschlafen kann, dass ich mich dann vor den Fernseher setze und dann schlafe ich relativ schnell wieder ein. Aber das sind ja dann andere Dinge. Oder aber ein Buch lesen soll auch ganz gut helfen. Ja, also es gibt da verschiedene Dinge. Also du hast ja gerade was angesprochen, was sozusagen auch noch zu dem Thema gehört. Also die Menschen, die eine Veränderung der oberen Atemwege haben, die haben oft Angst davor einzuschlafen, weil sie das Gefühl haben, dass sie wieder aufwachen und keine Luft kriegen. Da muss ich jetzt vielleicht noch mal ganz kurz ein bisschen auf die Anatomie zurückkommen. Die Lage der Zunge ist deswegen so wichtig, weil ja das Zungenbein mit der Zunge verbunden ist, funktionell. Und wenn die Zunge zu weit hinten liegt, dann wird der Oropharynx nicht gespannt. Der Oropharynx ist sozusagen ein Muskelschlauch. Die feste Röhre der Luftröhre, die fängt ja erst hinterm Kehlkopf an. So, und wenn diese sozusagen nicht gespannt ist, dann liegen sozusagen die Schleimhäute ganz eng beieinander und dann gibt es so einen interessanten Effekt, den Bernoulli-Effekt, den hast du vielleicht noch in der Schule mal gehört. Weißt du, worum es da geht? Also es gibt ein schönes Video von einem Physikprofessor und der zeigt dann, da hast du praktisch zwei Achsen, hängen so zwei Metallplättchen runter.
Jetzt ist die Frage, wenn du von da oben Luft reinpustest, was passiert mit den Plättchen? Werden die auseinandergedrückt oder zusammengezogen? Also der Luftstrom kommt von oben und die Plättchen hängen nach unten. An einer Achse, genau. Ja. Im Prinzip wird das verengt. Sehr gut. Hast du in der Schule aufgepasst? Ja, logisch. Ja. Also obwohl Physik nicht mein Ding war, aber der Bernoulli-Effekt, ich meine, der hat ja auch andere Dinge bewiesen, dass quasi, wenn ein Gas durch ein enges Loch strömt, dass dann die Energie entzogen wird. Das ist ja das, wie unsere CO2-Schneemaschinen funktionieren. Also für den Kältetest. Da hat man dieses Rohr mit den kleinen Löchern drin und dann kommt das CO2-Gas. Das tritt durch die Löcher aus, entzieht der Umgebung die Energie und dann gefriert es. Da habe ich das von dir gelernt. Super gut. Ja, also dieser Effekt, der führt dazu, dass Frauen sozusagen die Zunge Patienten, wo die Zunge zu weit hinten liegt und der Ohrenfahrt nicht entsprechend gespannt ist, dass sie beim heftigen Atmen das Gefühl haben, sie kriegen keine Luft mehr. Und dann kriegen sie sozusagen eine Panikattacke. Das ist ja auch unter Umständen beim Zahnarzt mal wichtig, wenn jemand Angst hat vor der Behandlung und dann so atmet, dann kannst du auch warten, weil die sozusagen in der Panikattacke haben. Aber das sind jetzt eben ganz viele anatomische Dinge, die man wissen sollte als Zahnarzt. Und dann sagt man, es liegt daher wie ein offenes Buch vor einem. Und dann ist auch so mein Tipp, wenn du einen HNO-Kollegen kennst, frag ihn mal, ob er was über UAS weiß. Dann wird er natürlich sagen, ja klar, kenne ich. Und dann frag ihn mal bitte, wie denn seine Therapie dafür ist. Und dann sagt er, ja, Schulterzucken, ja, wir warten, bis der soweit ist, dass er eine CPAP bekommen möchte. Und das ist genau das, was nicht funktioniert. Weil ich sage mal, eine junge Frau mit 30, die will ja nicht neben ihrem Mann liegen und eine CPAP nachts haben. Nein, das wird eher nicht passieren. Ja, mein Lieber, jetzt willst du noch mal wichtige Fragen, ja? Ja, logisch. Also da gibt's ja hunderte von Fragen rund um das Thema. Also Punkt eins finde ich wichtig oder ich finde das cool, dass du dich mit dem Thema auseinandersetzt. Wir haben da, also was in dem Kontext noch spannend wäre, ist quasi, lass uns aber, bevor wir über die Therapie sprechen, nochmal repetieren, weil die Therapie, denke ich, das ist eine weitere Episode, was für Therapiemöglichkeiten, dass es da gibt. Da bei der Therapie ist ja auch ganz viel gesteuert, dass gewisse Produkte gepusht werden und andere Produkte, die vielleicht genauso gut wären und viel günstiger sind, nicht gepusht werden. Aber gehen wir noch mal zurück auf den Komplex der Diagnose, der Befunderhebung, der Diagnose, bevor wir dann über die Therapie sprechen. Also nochmal vielleicht kurz zusammengefasst ein paar Kernpunkte. Du hast ja zu dem Thema auch einen ganzen Kurs, aber vielleicht, dass wir mal so eine kleine Checkliste nochmal, dass du jetzt nochmal kurz repetierst. Also Patientin kommt oder Patient kommt in die Praxis, worauf muss ich achten? Welche Routineschritte, weil wir versuchen ja in der Praxis immer die Patienten relativ gleich abzuarbeiten, so wie ich sage, okay, ein Schulzahn untersucht, da muss ich zuerst die Schleimhaut anschauen, ich zähle alle Zähne, ich kontrolliere die Zahnstellung, ich kontrolliere das. Also alles abhaken und dann ist es erledigt. Und wenn du solche Checklisten, die wir auch die Piloten, die Checklisten haben und so weiter, Checklisten sind meiner Meinung nach etwas Essentielles und auch eine Routinearbeit sollte eigentlich immer, ich sage immer, bei mir ist es muss alles da liegen und meine Checkliste mache ich so, dass wenn ich zum Beispiel eine Anästhesie mache, dass ich dann erst alles auspacke und nochmal kontrolliere, sind die Bohrer da, ist das Adhesiv da, ist das da und erkläre den Patienten auch, schauen Sie, das ist jetzt nicht Show, sondern das hat zwei Vorteile. Punkt 1, wir können die Zeit überbrücken, die es braucht, bis die Anästhesie wirkt. Sonst fängt man generell zu früh an. Und das Zweite, ich kontrolliere nochmal, obwohl ich das schon 1000-mal gemacht habe, kontrolliere ich nochmal alle Schritte. Also der Fallschirmspringer würde nie, ohne etwas zu kontrollieren, aus dem Flugzeug rausspringen. Und wir als Zahnärzte, wir springen oder andere Berufsgattungen springen drauf los und merken dann, ups,
ich habe ja einen Platten, ich habe ja quasi keine Luft in meinem Reifen. Und irgendwo fährst du hin und hast keine Luftpumpe dabei und nichts. Also kontrolliere deine Ausrüstung, bevor du etwas machst. Du warst ja auch Taucher. Ja. Kontrolliere deine Ausrüstung, bevor du ins Wasser springst und irgendwie bei 30 Meter Tiefe merkst, ups, da funktioniert das nicht oder ich habe keine Luft mehr. Also vielleicht in diesem Kontext mal noch, was sind die wichtigsten Punkte, die ich für die Befunderhebung und die Diagnose mir einprägen sollte? Also ich finde es wunderbar, dass du das sagst. Ich muss dir mal sagen, ich habe ja direkt nach dem Examen in der größten amerikanischen Klinik außerhalb der Vereinigten Staaten gearbeitet. Das war in Frankfurt das 97th General Hospital. Und die waren halt nicht nur für Soldaten zuständig, sondern auch Botschaftsangehörige, Ostblockboten und so weiter. Also es war ein tolles Publikum da. Und da habe ich gelernt, nach SOP zu arbeiten. Standard Operating Procedures. So, habe ich sozusagen gleich vom ersten Arbeitstag angelernt. Deswegen finde ich das so toll. Und deswegen, als sie dann irgendwann mal mit Qualitätsmanagement um die Ecke kam, habe ich gesagt, was wollt ihr mir eigentlich erzählen? Das mache ich schon mein ganzes Berufsleben. Also jetzt mal die Antwort auf deine Frage. Also ich habe dann immer, natürlich je nachdem, in welchem Abstand der Patient kommt, gucke ich nochmal auf den Fragebogen, den Anamnesebogen, und da sollte dann gerne drinstehen, schlafen Sie gut, beziehungsweise sind Sie schon mal ärztlicherweise über Schnarchen und Schlafqualität befragt worden. So. Und dann kommt da die Frage, ja, ich schnarche manchmal, aber da gibt es natürlich keine qualitative Aussage. Dann weiß ich schon mal, wenn ich bei den Patienten die 01 gemacht habe, dann gucke ich natürlich auf die Zunge. Kannst du mir ganz mal kurz, also das Wort 01, das habe ich jetzt schon 100-mal gehört und irgendwie in der Schweiz, als Schweizer denke ich mir, was heißt 01? Was heißt 01 eigentlich? Das ist der einfache, der Grundbefund. So, wie viele Zähne hat der Mensch im Mund? Das spannend. Bei uns heißt das dann, also bei uns ist das einfach die Befundaufnahme und da gibt es den Kurzbefund, den Notfallbefund, den Recall-Befund, also je nachdem wie aufwendig. Aber es ist interessant, dass es auch in der Schweiz, wenn man die Positionszahl nimmt, ist das 4001, also 001, das ist auch eine 001. Also das hat sich so eingebürgert, ich meine, da ist sicherlich bei den privaten Kassen ein bisschen anderer Inhalt als bei den gesetzlichen, aber wenn du sagst 01, dann weiß jeder, er guckt sich jetzt mal an, Karies, Parodontitis und so weiter. So. Ja, und dann gucke ich eben nach diesen Hinweisen, wie ich ja schon gesagt habe, Schnittfacetten, Zungengröße und so weiter. Und wenn ich das Gefühl habe... Um nochmal zu repetieren, also Punkt 1, frage den Patienten, ob er selber etwas gemerkt hat. Ja. Punkt 2 sind die Zähne. Ja, ich frage dann auch nochmal, ob der Bettpartner über Schnarchen oder Zähneknirschen oder unregelmäßige Atmung mal berichtet hat. Ja, man nennt das Tempo beobachtet. So, der Patient merkt das nicht, aber sagt, ja, meine Frau sagt, ich muss sie manchmal anstupsen, dass er weiterarbeitet. So. Und dann folgt die schon mal so, die Idee ist halt, da muss ich wohl noch so einen kleinen Untersuchungsgang einfügen. So. Und da würde ich dann eben noch mal gucken, wie gesagt, Schnittfacetten, Zungengröße. Da kann ich unter Umständen dem Patienten diese Geschichte mit der Zunge schon mal machen lassen. Und da gibt es auch eine andere Geschichte, ganz, ganz leicht kann man aber erst verstehen, wenn man weiß, was die UAS ist, wo du sofort sagst, okay, steckt wahrscheinlich eine UAS dahinter. Aber jetzt in der Abfolge nochmal, also Anamnese, ja? Anamnese und dann das nächste, da schaust du dir die Zähne an. Genau. So. Und dann kann ich ihm schon mal ein bisschen was darüber erzählen, weil der Patient erwartet ja von dir nicht, dass du ihm jetzt was über Schlafapnoe erzählst. Der erwartet, dass du sagst, da musst du eine neue Chronik kriegen und so weiter. Und das ist so diese Co-Diagnose. Dann kann ich ihm sagen, wisst ihr was, ich zeige Ihnen mal was. Sage ich, jetzt atmen Sie mal durch die Zunge und jetzt machen Sie mal die Zunge rein und dann merke ich, ja, tatsächlich. Dann sagt der Patient tatsächlich, das ist etwas, was mich tatsächlich beeinflusst. So. Und dann sage ich, wissen Sie, wenn wir es genau wissen wollen, dann machen wir bei Ihnen mal ein heimisches Schlafprotokoll. Da kriegen Sie so ein Gerät mit und da brauchen wir nicht lange rumzurätseln. Dann wissen wir nachher nach S3-Linie die entsprechenden Parameter und dann kann es sein, dass wir sagen, wir schnarchen tatsächlich nur, da können wir was entsprechend tun. Oder es kann sein, dass da was Wichtigeres dahinter steckt und dann wäre es unter Umständen sinnvoll, ins Schlaflabor zu gehen. So. Und dann hast du erstmal einen Einstieg und wenn wir dann sozusagen dieses heimische Schlafprotokoll haben,
Nur ganz kurz zum Thema den Patienten ins Schlaflabor schicken. Also der Patient wird dann natürlich antworten und sagen, ja, Herr Dr. Stieve, jetzt, ja, das ist alles gut und recht, aber ich habe ja gar keine Probleme. Ja, das ist ein guter Ansatz. Er kann sagen, das glauben Sie, dass Sie keine Probleme haben. Sie haben die Probleme kompensiert. Wenn ich Ihnen im heimischen Schlafprotokoll nachweise, dass Sie 3-mal in der Nacht 90 Sekunden Atemaussetzer haben, dann versuchen Sie doch mal jetzt hier Luft anzuhalten. Gucken Sie mal auf die Uhr, wie lange Sie aushalten, ohne dass es stressig wird. Und er sagt, das haben Sie mehrmals in der Nacht, diese Atemaussetzer. Also können Sie sich vorstellen, dass das für Ihren Körper und Ihr Herz stressig ist? Spätestens dann sagen Sie, ja, da haben Sie recht. Ja? Das ist ja unsere Aufgabe, Ihnen was zu zeigen, wovon Sie nichts wissen. Und ich sage jetzt immer, wenn ein Patient zu uns kommt, dann kommt er nicht zu uns, damit wir ihm irgendwas verkaufen, sondern er legt sozusagen die Verantwortung für seine Mundgesundheit in unsere Verantwortung. So, und wir sagen ihm, was los ist, und wir sagen ihm auch, was wir tun würden, und dann kann er sich entscheiden, ja oder nein. Also ich verkaufe jedem Patienten was. Ich sage hier, das ist die Möglichkeit, es gibt vielleicht noch eine Alternative, aber das müssen Sie selber entscheiden. Meine Empfehlung wäre, lassen das. Gut, als Arzt oder Zahnarzt muss man ein guter Berater sein. Also ich sag mal so, du musst Verkäufer, ich liebe das Wort Verkäufer halt nicht so gut im medizinischen Kontext. Also, aber ein guter Verkäufer ist auch ein guter Berater. Und mir passt das Wort Beratung, Empfehlung, oder wie so schön auf Englisch Consultation, besser als Sales Pitch. Du sagst Englisch, ist, also meine Vermutung, warum das Verkaufen sich bei uns so etabliert hat, ist, im Englischen sagst du, wenn jemand dir was erklärt, dann sagst du, I don't buy that. Das kaufe ich dir nicht ab. So. Und du ist es dann, wenn du entsprechend medizinisch argumentierst, sagst du, ja, okay, das kaufe ich dir ab, das kaufe ich. Und dann ist plötzlich der Arzt ein Verkäufer. Aber das ist eigentlich nur so semantisch. Ne? Ja. Naja, also ich denke, dass wir da jetzt mal so einen guten Einstieg in die Thematik, vor allem der Schlafmedizin oder Schlaftherapie haben und die Rolle der Zahnärztinnen und Zahnärzte in diesem Kontext, finde ich einen ganz tollen, super Einstieg in unsere Serie und denke, das nächste Mal möchte ich mit dir über die Therapiemöglichkeiten in der Schlafmedizin reden. Wie wir dann einleitend mal kurz angetönt haben, es gibt einen Haufen Dinge, die wir vielleicht schon gehört haben, die man uns empfiehlt. Wir haben in der Schweiz dann zum Beispiel gewisse Schienen etc., die die Kasse empfiehlt, die extrem teuer sind, und ich behaupte mal, das sind nicht die besten Optionen. Aber du bist ja da jemand, der sich mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt hat, und da denke ich, da gibt es doch nochmal ein paar spannende Insights rund um das Thema in unserer nächsten Folge, wo wir dann über die Therapiemöglichkeiten der Schlafstörungen innerhalb dieser Thematik sprechen werden. Also herzlichen Dank für das. Gerne. Und wir können jetzt auch noch ein bisschen weiterreden. Und aber so nach dem Motto, da schneide ich jetzt mal so dann zusammen den ersten Teil raus, dann mit der Vorstellung von dir selber. Und das Thema jetzt, die Einleitung, finde ich, die ist uns recht gut gelungen. Und vielleicht können wir jetzt gleich mal das auch aufnehmen und sagen, okay, Episode 2 reden wir über, okay, jetzt ist ein Schlafproblem da. Ja. Was können wir tun? Ja. Also, liebe dentale Community, wenn Sie bei Ihren Patientinnen und Patienten ein Schlafproblem festgestellt haben und die Patientin oder der Patient auch bereit sind, das Problem anzupacken, was kommt als nächstes? Also ganz kurz, ich möchte gerne noch sagen, wir müssen verstehen, dass wir uns nicht über allgemeine Schlafprobleme unterhalten, sondern schlafbezogene Atemstörungen. Das eine ist das, was uns interessiert, weil wir was tun können. Über andere Schlafprobleme, ich sag mal, weil jemand Schichtarbeit hat und so weiter, da können wir zahnärztlich relativ wenig machen. Wir können jetzt zwar auch eine Empfehlung geben. Aber es war noch eine Geschichte, mir liegt es immer dran, dass wir uns nicht zu sehr von der Medizin entfernen. Wir sind nicht nur diejenigen, die bohren und Kronen und Zerg machen, sondern wir wollen sozusagen das, was die Zähne mit dem Menschen machen, das wollen wir auch beachten. Und
irgendjemand sagte neulich mal, glaub, sogar in einer der Gruppen, wo du auch bist, naja, es gibt ja auch schon oder gab Bestrebungen, dass das sozusagen nicht ein Hochschulstudium ist, sondern so ein anderes Studium, Zahnklempner. Eine Fachhochschule. Also im Prinzip sind Bestrebungen im Gange, die Zahnmedizin. Und mir hat jetzt vor kurzem wieder ein Kollege aus Deutschland gesagt, dass diese Bestrebungen wieder neu aufflackern. Und weißt du warum? Weil wir im Moment haben wir noch ein kleines Überangebot an Zahnärztinnen und Zahnärzten wegen unserer Generation, die halt noch ein bisschen länger arbeitet, also über die Pensionierung heraus. Ja. Wenn aber die Babyboomer im großen Stil wirklich jetzt aufhören, ihre Praxen aufgeben und da der Nachwuchs nicht wirklich in dem Maße nachrückt, und ich sag's mal so, nichts gegen Bulgaren, Rumänen oder was auch immer, aber da ist die Sprachbarriere, das Sprachproblem darf man nicht unterschätzen. Ein Arzt, auch wenn er sehr gut ist, ich meine, wir könnten jetzt irgendeinen Top-Zahnarzt oder Arzt aus irgendeinem Land nehmen, der deutschen Sprache nicht mächtig ist. Wie will der mit einem deutschsprachigen Patienten kommunizieren? Er kann ja nur einfach reinschauen und sagen, aha, da fehlt ein Zahn, ich mache mal ein Implantat oder ich mache etwas, aber ohne, dass er mit den Patienten redet. Also die Kommunikation ist essentiell. Und da kommt natürlich, dass man sagt, okay, was könnte man machen? Wir könnten sagen, wir machen die ZMFs, also die Assistentinnen, wir sagen denen, macht doch eine Fachhochschule und dann seid ihr Zahnärztinnen. Also Dentisten. Wie früher, es gab ja in Österreich, gibt es ja den Beruf des Dentisten. Den gab es ja. Es gab ja quasi den quasi Zahntechniker oder den Dentisten und den Zahnarzt. Also diese Zwischenstufe des Dentisten. Und was hat dann der Kollege richtig gesagt? Er hat gesagt, ja, wenn man den ZMFs jetzt sagt, ja, ihr könnt ja Zahnärztinnen werden, dann haben wir keine ZMFs mehr. Also der Fachkräftemangel, der verschiebt sich dann einfach. Also das Ganze ist nicht ganz so einfach in der Zukunft für die medizinische Versorgung unserer Gesellschaft. Ja, also in den 60er Jahren gab es die Dentisten und die wurden dann per Gesetz zu Zahnärzten gemacht. Und deswegen haben die akademischen Zahnärzte auch alle ihren Doktor gemacht, weil dann konntest du unterscheiden, dass der Doktor das ist eine akademische ausgebildete Zahnarzt und der andere ist ein Dentist, der zum Zahnarzt gemacht wurde. Genau. Übrigens, ich habe ja eine Zeit lang viel mit Amerika zu tun, auch mit der Army, und die hatten etwas, das nannte sich Extended Duty. Das ist nämlich genau das, was du gesagt hast. Da durfte die Dental Hygienist, die durfte auch Füllung machen. Ja, natürlich nur im Bereich der Armee und unter Kontrolle, aber sie durfte das, damit sie eben sozusagen die entsprechenden Patienten versorgen. Naja, und vielleicht letzter Satz jetzt in der Geschichte. Ich möchte, dass die Zahnmediziner wieder mehr zur Medizin neigen. Und da haben wir eine Möglichkeit, ich sage mal, mit relativ wenig Aufwand in einen Bereich reinzustoßen, der von den anderen Medizinern nicht abgedeckt wird. Ich sage mal, zeig mir den HNO, der eine gute Schiene einsetzen kann. Obwohl es zum Beispiel in Hamburg mindestens einen HNO gibt, der beim Zahnlabor immer Schienen bestellt. Er macht dann irgendwelche Abdrücke und dann setzt er das Ding ein, weil es von den Zahnärzten nicht häufig genug angeboten wird. Und da sage ich mal, das ist jetzt wirklich ein tolles Gebiet, wo du mit relativ überschaubarem Wissens- und Technikaufwand da einsteigen kannst, eine Lücke füllen kannst, die von niemandem besetzt wird. Ja, und wer will uns schon streitig machen, dass wir die Fachärzte oder Fachleute für intraorale Schienen sind? Da gibt es ja keinen. Das haben wir schon in den 80er Jahren mit Professor Paller an der Uni Zürich. Der hat uns ja den Buckel vollgeredet über die Michigan und Reposition und weiß ich was für Schienen, die es da gibt. Und man hat uns dann vorgesagt, dass wir eigentlich dann zu Schienentherapeuten werden, also eigentlich die Zahnmedizin als Geschäftszweig durch die Prophylaxe sowieso. Aber das ist auch eine Tatsache, dass die Zahnmedizin durch die Prophylaxebemühungen weniger invasiv automatisch wird, weil wir immer kleinere Dinge machen müssen. Und der Boom der Schienen hat sich nicht ganz so bestätigt, weil viele Patientinnen und Patienten solche Schienen auch als Fremdkörper empfinden, die nicht tragen, etc., etc., etc. Also ganz so banal ist diese Geschichte nicht, wenn es dann nicht korrekt gemacht ist und so weiter. Aber das
das sind ganz viele Dinge, über die wir noch, im Detail gehen. Also pass auf, kommt jetzt alles nicht in diese Video vor, aber es ist so, es gibt ja das sogenannte T-Scan. Und T-Scan hast du möglicherweise auch in der Praxis, hast du? Habe ich nicht, ich habe es mal ausprobiert, aber es ist nicht so mein Ding. Ja, pass auf, als ich das im Jahr 2000 in San Diego gesehen habe, da ich die Amis spielen jetzt, wollen sie unser zuverlässige Okklusionsfolie noch mit dem Computer ersetzen. Es gibt mittlerweile 4 Bände, so dicke Textbücher über sozusagen digitale Vermessung der Okklusion. Und jetzt nur mal ein Beispiel, damit du siehst, inwieweit das so wichtig ist. Ein Zahn, der einen Vorkontakt hat, der wird von seinem Gegenzahn ins Zahnfach reingestoßen. So. Und wenn der Patient den Mund aufmacht, dann haben alle Zähne keinen Kontakt, nur bis auf den. Der kommt nicht wieder rausgefahren. So. Und diese Disclosure Time, die sagt genau, welcher Zahn Vorkontakt hat. Und das kannst du mit keinem anderen Gerät messen, weil du das in der Dynamik abpassen kannst. Jetzt kommen wir nochmal zu den Schienen, weil das ist auch so mein Thema. Die Schienen sind ja ein Krückstock. Du sollst ja, also viele Kollegen meinen ja, sie würden CMD machen, weil sie Patienten eine Schiene einsetzen. Ja, das ist der CMD-Behandlung. Das ist natürlich nicht. Da gibt's ganz viele Studien, dass sei es eine prothetische Behandlung oder eine Schiene zur Behandlung von CMD eigentlich, zuerst muss man das Problem erkennen. Richtig, ja. Und dann definieren. Aber viele sagen ja, jetzt müssen wir dann eine neue Bisslage machen und dann müssen wir alle Zähne runterschleifen und dann registrieren und dann müssen wir das machen, das machen. Und das führt ja zu unsäglichen Übertherapien. Ja. Die Probleme waren nicht gelöst, außer dass das einen Haufen Kohle gekostet hat. Ja. Jetzt gebe ich dir noch einen Ausdruck mit. Airway-Centric. Das ist nämlich ein ganz neuer Aspekt. Wir haben ja alle in der Uni gelernt, was die zentrische Relation ist, wo die Kondylen zu sein haben, bla bla bla. Und dieses ganze Konzept, das ist ja von Bonnewill irgendwie 1890 entwickelt worden. Ja? Bonnewillsche Dreieck und so weiter. Und die tollen Gnathologen haben sich dann bemüht, sozusagen dieses Konzept abzugreifen und dann in Artikulatoren umzusetzen und so weiter. Das ist aber trotzdem immer noch ein mechanisches Konzept. Und dieses Kiefergelenk hat ja komischerweise sehr viel Bewegungsspielraum. Das heißt, da gibt es nicht einen definierten Punkt, sondern das Kiefergelenk möchte sich anpassen. Und wenn du jetzt überlegst, dass die Lage des Unterkiefers Auswirkungen hat auf die Lage der Zunge und damit auf die Lage des Hyoids, dann weißt du, dass wir bei einer Schlafmedizin und den Atemproblemen sind. Perfekt. Das ist eine gute Einleitung dann fürs nächste Mal.